Es ist endlich soweit, der Ultimate Team Trailer zu EAFC 24 ist raus. In diesem Video erkläre ich dir alle Neuerungen, die dort vorgestellt wurden, und bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn dort gibt es nochmal eine sehr interessante Neuerung zu den Pack-Animationen und zu gewissen Pack-Walkouts. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst, und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Und zwar gehen wir da auch schon kurz in den Trailer rein, und da ist die erste Neuerung, die ich auch schon vorgestellt habe, Ultimate Team Evolutions. Denn es ist jetzt möglich, gewisse Spieler in der EAFC 24 Saison nun upgraden zu können. Und da gehen wir jetzt nochmal genauer rein, wie das Ganze funktionieren soll. Und zwar seht ihr hier, es wird ähnlich aufgebaut sein, wird sozusagen durch Erfüllen von Aufgaben, wie es im Season Pass schon der Fall war, auch in Ultimate Team Evolutions der Fall sein. Hier seht ihr nämlich schon hier unten, dass es in 29 Tagen abläuft, und wir alle kennen ja, dass der Season Pass bzw. eine Saison, vor allem am Anfang, immer eigentlich einen Monat geht, und das wird also auch pro Monat der Fall sein. Und hier links könnt ihr dann schon sehen, es wird wahrscheinlich pro Saison 4 Kategorien geben, in denen du upgraden kannst. In diesem Fall wäre das zum Beispiel Dribbling, dann Evolution Foundations. Da denke ich, dass es irgend sowas wie Passen oder sowas sein wird. Dann Striker Upgrade, natürlich für Stürmer. Und The Path to Glory, man weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich 4 Bereiche sein. Ob es jeden Monat 4 Bereiche sind oder in manchen Monaten mehr Bereiche sind, das wissen wir nicht. Aber es wird auf jeden Fall so geben, dass es mehrere Bereichsaufgaben gibt. Und als Beispiel wurde hier das Striker Upgrade genannt. Und pro Upgrade, man weiß noch nicht, ob es wirklich bei jedem Upgrade so ist, aber beim Striker Upgrade gibt es sozusagen 3 Stufen der Upgrades. Und es ist sozusagen, steht hier auch schon, dass das Max Upgrade Level 3 ist, und die Endkarte, was du erreichen kannst, zum Beispiel von einer 77 auf eine 80, ist das Maximum. Und ich denke, bei jedem wird es halt 3 Stufen, 3 Level geben, die du upgraden kannst. Und sehr interessant ist natürlich auch noch gefragt, wenn du ein Mbappé oder sowas upgraden könntest oder in Evolution machen, dann wäre halt OP-Karten des Todes. Um das, sage ich mal, auszuschließen, ist es bei jedem Upgrade, dass es hier Spieleranforderungen gibt, die überhaupt nur dafür in Frage kommen. Und zwar muss der Schusswert zum Beispiel maximal 78 betragen, der Pacewert maximal 81, das Overall-Rating maximal 78 und schwacher Fuß maximal 4 Sterne. Und dadurch wird natürlich gewollt, dass du halt relativ schwache Spieler upgraden kannst und dadurch besser machen kannst, und du letztlich auch Spieler, zum Beispiel deine Lieblingsspieler aus deinem Verein, wenn die nicht so hoch geratet sind, dass du trotzdem mit dem zocken kannst, wenn die halt ein Dreifach-Upgrade overall bekommen und deswegen deutlich besser spielbar sind. Das will EA natürlich damit hinbekommen. Eine Sache stellt sich mir noch, die noch nicht klar wurde, denn es könnte ja sein, dass zum Beispiel beim Dribbling, bei der Dribbling Evolution hier, wird es auch natürlich Anforderungen geben. Das heißt, es kann eventuell sein, dass du pro Bereich jeweils einen anderen Spieler nutzen kannst. Dass du nicht alles mit dem gleichen Spieler machst, sondern mit 4 verschiedenen Spielern. Je nachdem, welche Spieler sich eventuell besser dafür eignen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich nur auf einen Spieler insgesamt bezogen ist, dass du sozusagen den ganzen Monat den Spieler nutzt für alle Upgrades, oder ob du pro Bereich jeweils einen eigenen Spieler nehmen kannst. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Aber es wäre interessant, wenn du auch unterschiedliche Spieler nehmen könntest. Vor allem am Anfang deine noch nicht so guten Spieler, je nachdem nach Position besser upgraden zu können, und du dann eventuell 4 Evolution-Spieler am Anfang hast, 4 verschiedene, und dadurch für den Start eventuell nicht so gute Spieler brauchst, weil du die durch Evolutions relativ
gut machen kannst und eventuell sogar im ersten Team dadurch noch mal ein bisschen sparen kannst, weil du eventuell 4 etwas schlechtere Spieler einkaufen kannst und durch Evolution die halt einen guten Spieler ersetzen, der eventuell 1000, 2000, 3000 Münzen an sich mehr gekostet hätte. Also behaltet das auf jeden Fall im Auge. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich pro Bereich ist, dass du jeweils einen anderen Spieler aussuchen kannst. Aber wenn, dann solltet ihr eventuell das im Hinterkopf behalten. Und was noch ein sehr interessanter Punkt ist, worauf nicht genau eingegangen wurde, aber hier unten seht ihr Unlock within 15 days. Deute ich so, dass du für jede Gruppe, die du machst, 15 Tage Zeit hast, um die Entwicklung komplett durchzuführen. Das heißt, solltest du eventuell die Evolution starten, weil es wird so ablaufen, dass du zuerst einen Spieler nutzt und dann Start Evolution, wie hier unten schon ist, gemacht wird. Und ab diesem Zeitpunkt, denke ich, wird dieser 15-Tage-Countdown starten. Und innerhalb dieser 15 Tage musst du halt alle Level, die es dort gibt und alle Aufgaben, die es dort gibt, abschließen, um, sage ich mal, das Upgrade dann auch wirklich bekommen zu können. Und die andere Sache, was ich zumindest glaube, wenn du zum Beispiel jetzt, weiß ich, 2 Wochen vergisst zu zocken oder keine Zeit hast zu zocken und sagen wir, du schaffst nur Level 1, dann ist es, glaube ich, so, dass nach 15 Tagen, wenn du dann nicht weitermachst, bekommst du halt dieses Level 1 Upgrade, aber du hast dann in dieser Saison nicht mehr die Chance, noch Level 2 und Level 3 zu machen. Also achtet darauf, dass ihr das wahrscheinlich in einer gewissen Zeit dann auch abschließen müsst, wenn ihr es angefangen habt. Wie gesagt, und dann seht ihr hier die Übersicht, wenn ihr sozusagen die Evolution gestartet habt mit dem Klick auf den Button, so nach dem Motto, dann seht ihr halt die Übersicht und was ihr erfüllen müsst. Zum Beispiel bei der Level 1 Challenge musst du sozusagen 3 Spiele in Squad Battles mit mindestens Halbprofi oder in Rivals spielen mit dem Spieler in der Startelf und ein Tor schießen. Das sollte erstmal noch möglich sein und dann kriegst du sozusagen plus 3 Schuss und 1 Sterne schwacher Fuß. Wie gesagt, und dann, wenn du das geschafft hast, beziehungsweise kannst du vorher schon schauen, weil es ja dann auch die Level 2 Challenges gibt, da musst du sozusagen 2 Tore machen und 3 Assists und dann kriegst du sozusagen Reaktionen plus 10 und nochmal Schuss plus 6. Und so kannst du den halt weiter ableveln, deinen Spieler. Wie gesagt, und dann siehst du auch sozusagen, wie es auch schon beim Season Pass war, wenn du halt den Bereich abgeschlossen hast, das heißt alle Level 2 oder Level 3 Sachen im Monat bekommen hast, dann siehst du halt hier, dass du Level 2 Complete Upgrade hast und er dann sozusagen von der 77er Wertung auf Reaction plus 10 und Co. gegangen ist. Und außerdem eine Neuerung bei den Evolution-Karten, weil in-game seht ihr so, dass die halt diese grünes Design haben. Und es soll anscheinend möglich sein, dass du den Hintergrund dieser Karte animieren oder ein anderes Design geben kannst. Inwiefern es funktioniert, wurde nicht erwähnt, aber es soll sein, dass du für die Spielvorschau, wie in diesem Fall, der Karte ein anderes Design geben kannst. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Wie gesagt, eine ganz neue Neuerung ist natürlich, wie ich schon vorgestellt habe, dass nun auch Frauen in Ultimate Team enthalten sind. Und dazu haben wir ein Beispiel bekommen, sozusagen wie jetzt Frauen und Männer in einem Team aufgestellt sind wie da. Das heißt, es ergeben sich ganz neue Aufstellungsmöglichkeiten und es ist so vom Chemiesystem her. Wie gesagt, und Frauen werden sozusagen mit der Nation als auch dem Verein zu Männern linken und zu Frauen linken sie natürlich mit Verein, Nation und Liga zu anderen Frauen. So, außerdem wird es natürlich auch neue Hero-Karten und Icon-Karten geben. Zu den Hero-Karten habe ich schon ein Video gemacht, wo ich alle vorstelle. Schaut dort gerne rein. Und neu wird jetzt sein, dass Icons, sage ich mal, für die Chemie jetzt nochmal deutlich besser sind und wahrscheinlich auch deutlich mehr wert werden. Weil jetzt ist es so, wenn du eine Icon im Team hast, dann bekommt jetzt jeder Spieler, den du im Team hast, auf die Liga
einen Punkt dazu. Wie du hier siehst, sozusagen wird eingetauscht und jeder Spieler bekommt auf die Liga in deinem Team einen Punkt dazu, sodass nochmal ganz neue Teambaumöglichkeiten sind und du nun auch wahrscheinlich 3 verschiedene Ligen, vielleicht sogar 4 verschiedene Ligen in einem Team zocken kannst auf voller Chemie, wenn du eine Icon drin hast, weil die für jede Liga nochmal einen Punkt dazu gibt. Und was nun endlich der Fall ist und so viel Nerv erspart ist, dass sozusagen Positionsmodifikatorkarten wieder abgeschafft werden. Denn jetzt ist es so, wie es in Footbin auch schon war, wenn du sozusagen einen Spieler hast, der Mittelstürmer als erste Position hat, aber als zweite Position auch Stürmer hat, dann kannst du den jetzt einfach als Stürmer aufstellen und die Position wird automatisch auf die Zweitposition geändert, sodass du halt nicht dauernd diese Positionsmodifikatorkarten nutzen musst, sondern wenn der halt die Position als Hauptposition oder als Zweitposition hat, dann kannst du den jetzt einfach in-game im Squad da aufstellen und es wird automatisch geändert. So, dann seht ihr hier auch nochmal das neue Kartendesign, das, sage ich mal, ein bisschen mehr Bildgröße hat, um halt später auch gewisse Animationen dort einfügen zu können und mehr Platz zu haben und dass generell mehr Übersicht über die Werte, Positionen, Ligen und Nationen ist. Und außerdem siehst du hier links dann auch noch die Playstyles, die die Spieler natürlich haben. Und zum Beispiel hat Vinny dort den Physical Playstyle Plus. Und wie gesagt, Playstyle Plus ist nochmal krasser als normale Playstyles, weil die das Niveau auf Weltklasse erheben. Aber zu einem Playstyles habe ich hier auch schon mal ein Video gemacht. Also schaut dort gerne rein, damit ihr wisst, welche Playstyles was bedeuten. Wie gesagt, und hier könnt ihr auch nochmal das veränderte Season Pass Menü sehen. Das ist sozusagen jetzt deutlich besser und besser aufgeteilt ist und nicht mehr alles untereinander ist, sodass du jetzt genau weißt, zu welchem Modus oder zu welchem Rang jetzt welche Aufgabe zählt und nochmal die Übersicht dadurch bekommst. Und außerdem wird es jetzt eine neue Navigation geben, und zwar oben links kannst du sozusagen gewisse Shortcuts für spezielle Modis erstellen, sodass du, wenn du zum Beispiel am meisten Rivals zockst, Weekend League zockst und dein Team brauchst, dann kannst du sozusagen jetzt einen Shortcut für dein Team, Division Rivals und FAT Champions machen und kannst dadurch viel schneller im Menü dahin switchen, was wahrscheinlich deutlich einfacher wird, als wenn du dauernd aus dem Menü rausgehen musst, denn die neue Sache anwählen musst und Co. Das war ja auch relativ umständlich. Jetzt kannst du das mit sogenannten Shortcuts machen, dass du zu deinen meistgespielten oder meistgenutzten Modis schneller wechseln kannst. Außerdem wird es auch eine Neuerung geben, wenn du nämlich Objekte im Season Pass abschließt, dann hast du es ja meistens so, dass die unter einem Bereich gefasst sind und darunter dann 5, 6 Aufgaben sind. Und bisher war es ja so, dass wenn du deine Belohnungen für eine Aufgabe dort abholen willst, musst du in diesen Bereich reingehen und für jede einzelne Aufgabe dann die Rewards abholen. Jetzt wird es möglich sein, dass du pro Gruppe alle Rewards auf einmal abholen kannst, was natürlich alles erleichtern würde und dir haufenweise Zeit spart. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, und zwar Packs-Animation und bei Walkout jetzt neu ist. Zuerst schauen wir uns jetzt mal die Pack-Animation an. Und das ist sozusagen so, dass dann erst die Nation, dann die Position und dann der Verein entsteht. Und dann kommt die Karte und dann ist es letztlich so, wie wir es jetzt schon aus FIFA 23 kennen, vom Walkout her. Und der Spieler läuft sozusagen dort raus. Wie gesagt, das erinnert an FIFA 22, glaube ich, war das, wo es auch so war, dass erst die Nation kam, dann die Position und dann der Verein. Und so wird es jetzt wieder sein, finde ich an sich ganz nice. Und jetzt kommen wir aber zu einer ganz speziellen Sache, denn jetzt wird es auch 2 Spieler-Walkouts geben. Und zwar, wenn du sozusagen 2 krasse Spieler hast, in einem Pack, wie zum Beispiel jetzt hier Son, dann dreht sich die Karte und dann hast du auch einen Haaland noch im Pack drin gehabt, sodass beide Spieler
wenn du 2 Walkouts in einem Pack hast, beide Spieler gemeinsam rauslaufen, sodass du direkt siehst, dass du 2 krasse Spieler gezogen hast, als wenn du erst dann in der Ansicht alles siehst. Das ist natürlich auch eine geile Sache und kann auch für Spannung sorgen, dass du es vor allem am Anfang nicht peilst und denkst so, oh geil, dass du dich schon über den ersten Walkout freust und dann ist da noch ein Crazy-Typ hinter. Das kann natürlich einerseits feierlich werden, aber an sich denke ich, es ist eine ganz coole Neuerung. Das waren auch alle Neuerungen in Ultimate Team. Schreibt gerne rein, welche euch am meisten gefällt und welche ihr auf jeden Fall am meisten feiert. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, damit andere die Änderungen in Ultimate Team mitbekommen. Und schaut euch, wie gesagt, auch die EAFC 24 News Playlist an, wo ich alle News zu EAFC zusammenfasse und ihr dort alles erfahren werdet. Zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.